Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie Sie in Senector Stage den PowerPoint-Import benutzen können. Um den PowerPoint-Import zu verwenden, benötigen Sie eine Installation von Microsoft PowerPoint Version 2010 oder neuer, die nicht über den Windows Store installiert wurde. Das hat rechtliche und technische Gründe. Ob Sie die entsprechende Version installiert haben, finden Sie, indem Sie auf Hilfe und dann Info/Lizenzen gehen. Unter dem Punkt Systeminformationen und abhängige Drittanbietersoftware sehen Sie, ob die notwendigen Komponenten .NET Framework 3.5 sowie eine funktionierende PowerPoint-Version gefunden wurden. Falls Sie die entsprechenden Komponenten auf Ihrem PC installiert glauben, aber sie dennoch nicht gefunden werden, melden Sie sich gerne bei uns und der Support wird mit Ihnen die Details klären. In Senector Stage haben Sie zwei Möglichkeiten, eine PowerPoint-Datei zu importieren. Entweder zur späteren Verwendung in der Bibliothek, dort im Tab PowerPoints über diesen Import-Button, oder alternativ direkt beim Hinzufügen in der Szene. Wählen Sie dazu beim Hinzufügen eines neuen Kapitels den Tab PowerPoint Import und dort eine gewünschte Vorlage. Wir nehmen zum Beispiel hier jetzt mal den Bildschirm. Als nächstes werden Sie gefragt, wie Sie nun vorgehen möchten. Sie können entweder den gesamten Prozess abbrechen, eine PowerPoint importieren und hinzufügen oder ansonsten nur ein leeres Kapitel hinzufügen. Dabei wird kein PowerPoint-Import vorgenommen, das ist nur für den Fall, dass Sie zum Beispiel ein zusätzliches Kapitel benötigen. Alternativ können Sie eine zuvor importierte PowerPoint-Präsentation aus der Bibliothek auswählen. Wir importieren mal eine neue PowerPoint-Präsentation. Ich habe mal als Beispiel die Willkommen bei PowerPoint Standardpräsentation aus der aktuellen PowerPoint-Version gewählt. Und nun wird jede PowerPoint-Folie in ein Bild umgewandelt. Nun öffnet sich dieser Wizard. In dem können Sie für jede einzelne PowerPoint-Folie auswählen, welche Kameraperspektive gewählt werden soll. Dadurch können Sie zum Beispiel bei Bedarf auf bestimmte Kapitel heranzoomen. Sagen wir zum Beispiel bei Folie 3, also Kapitel 3, möchten wir eine Zoom-Ansicht. Dazu klicken wir hier rechts auf diesen Bereich und wählen eine andere Vorschau. Wir befinden uns derzeit auf dem Bildschirm, deshalb wählen wir ebenfalls eine Vorlage auf dem Bildschirm aus. In dem Fall Vollbild. Mit Für diese Folie wird nun für eben diese Folie diese neue Vorlage gewählt. Alternativ können Sie auch wählen für diese und kommende Folien. Dadurch werden alle folgenden Folien ebenfalls auf Vollbild gesetzt. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie viele Folien lang, zum Beispiel 20 Mal hintereinander, im Vollbild bleiben möchten und es später wieder herauszoomen. So, nach der Bestätigung für diese Folie sieht es nun so aus. Hier hinten gehe ich auch nochmal auf eine andere Zoom-Stufe, um das Ganze interessanter zu machen. Ich wähle hier zweimal hintereinander Zoom 2. Und nun bestätige ich meine Auswahl und es werden automatisch Kapitel hinzugefügt. Ich lasse jetzt mal die Kamera aus, aber zeige Ihnen trotzdem im Präsentationsmodus, wie das Ganze nun aussieht. Auf der ersten Folie sind wir noch in der Standardposition, ebenso auf Folie 2. Auf Folie 3 zoomen wir wie geplant in das Vollbild. Auf Folie 4 sieht man mich wieder. Folie 5 bleibt gleich. Und auf der 6 gehen wir auf eine andere Kameraeinstellung. Dort kann ich zum Beispiel etwas genauer einen Punkt beschreiben. Wir bleiben auf der 7 ebenfalls in dieser Position. In der 8 geht es dann bis zum Ende wieder raus. Damit ist die Präsentation abgeschlossen. So viel zum PowerPoint-Import. Sie können nun also Ihre PowerPoint-Dateien, welche Sie ohnehin bereits haben, verwenden, damit interessante Videos aufnehmen und sie Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Viel Spaß!